Lily James wurde im Mai 2002 in Australien in einem Küstenvorort von Sane in New South Wales geboren. Sie war das erste Kind von Jamie James und seiner Frau Peter. Lillys Geburt war nicht nur für ihre Eltern, sondern auch für ihre Großmutter mütterlicherseits, Barbara Adalt, ein Grund zu großer Freude. Diese verliebte sich sofort in die schönen blauen Augen und die blonden Locken des kleinen Mädchens mit dem warmen Lächeln, das Freude ausstrahlte. Da die Familie in der Nähe der Bucht von Cagh lebte, verbrachte Lilie ihre Kindheit am Meer, wo ein angenehmes Klima herrschte. Da ihre Stadt sehr klein ist, kennen sich die Einwohner untereinander sehr gut. Tatsächlich waren James und Patty die Lieblinge ihrer Gemeinde, und natürlich wurde Lilie von Geburt an ebenso sehr geliebt. Später bekam die Familie ein zweites und letztes Kind, das sie Max nannten. James arbeitete als Trainer der Wasserballmannschaft einer englischen Mädchenschule in Hartsville, dem wirtschaftlichen und geschäftlichen Zentrum von Sydney, wo Lilie zur Schule ging. Während ihrer Schulzeit zeigte sich Lilie als kontaktfreudiges Mädchen, das leicht Freunde fand. Sie war auch eine gute Schülerin und half gerne denen das Lernen nicht so leicht fiel. Diese Eigenschaft und ihr angenehmes Wesen machten Lilie bei vielen beliebt. Als ihr jüngerer Bruder älter wurde, half sie ihm geduldig und fleißig dabei, seine Schwierigkeiten in bestimmten Fächern zu überwinden. Lilie war immer voller Energie und lernte bald schwimmen. Später trat sie in die Fußstapfen ihres Vaters und begann mit Wassersport. So begann sie mit Wasserball und wurde eine hervorragende Spielerin. In der Oberstufe galt Lilie als eine der besten Schülerinnen der Schule. Neben ihren Erfolgen in der Schule und vielen anderen außerschulischen Aktivitäten schätzten ihre Lehrer Lilies Fähigkeit, sich an jede Aufgabe anzupassen und sich voll und ganz dafür einzusetzen. Diese Eigenschaften kamen voll zur Geltung, als sie dem Theater- und Tanzensemble ihrer Schule beitrat, wo sie ebenfalls beachtliche Erfolge erzielte. Tatsächlich hatte Lilie vor, beide Künste zu perfektionieren, was ihr auch bald gelang. Ihr Talent ermöglichte es, in ihren Darbietungen dramatische Ausdruckskraft und die dem Tanz eigene körperliche Anmut zu verbinden. Als Lilie erkannte, dass sie das Publikum in ihren Bann ziehen konnte, begann sie mit den Vorbereitungen für die Teilnahme am Eisteddfod Festival. Dieses Festival ist ein echtes Highlight für englischsprachige Länder wie Australien und Großbritannien. Es bietet die Möglichkeit, vor Publikum sein Können zu zeigen und in verschiedenen Kategorien, von Theater über Tanz bis hin zu anderen künstlerischen Darbietungen, gegeneinander anzutreten. Gleichzeitig können die Teilnehmer durch konstruktive Kritik von qualifizierten Juroren etwas Neues lernen und ihre Fähigkeiten verbessern. Außerdem wird das Festival gut gesponsert. Lilie, die sich einen Platz unter den Preisträgern sichern wollte, beschloss, einen Monolog aus William Shakespeares berühmtestem Stück Macbeth zu lesen. Um ihren einzigartigen Stil zu unterstreichen, beschloss sie, sich nicht nur auf den Dialog und den Gesichtsausdruck zu verlassen, sondern die emotionale Reise der Hauptfigur auch mit Hilfe ihrer Körperbewegungen zu vermitteln und das Stück praktisch mit ihrem ganzen Körper zu lesen. So gelang es Lilie, ihre Idee harmonisch umzusetzen, was ihr das Lob der Jury und den zweiten Platz in der Kategorie Theater einbrachte. Auch im Sport war die Talentierte erfolgreich und wurde Schwimmmeisterin in der Altersklasse bis 17 Jahre. Kein Wunder, dass Jamie und Peter unglaublich stolz auf ihre Tochter waren und jeden ihrer Erfolge feierten. Darüber hinaus bestand Lilie, die damals erst 16 Jahre alt war, 2018 ihre Führerscheinprüfung für Fahranfänger. Und ihre Eltern teilten diese großartige Neuigkeit sofort in den sozialen Netzwerken mit. Bei ihrer Abschlussfeier in der Highschool im Jahr 2020 strahlte Lilie vor Glück. Der intelligenten, schönen und unabhängigen Lilie standen alle Türen offen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits beschlossen, eine Karriere im Sportbereich anzustreben und schrieb sich daher an der Sydney University of Technology ein, um einen Bachelor-Abschluss in Sportmanagement zu erwerben. Anfang 2021, zu Beginn ihres Studiums, nahm Lilie eine Teilzeitstelle als Wasserballtrainerin an der St. Andrews Cathedral School an. Von Anfang an war die Arbeit für Lilie viel spannender als erwartet. Und dank ihrer lebhaften Persönlichkeit und ihrer Liebe zu ihrem Beruf gelang es ihr, den Unterricht zu einem einzigartigen Ort der Unterhaltung zu machen und die Herzen ihrer Schüler zu gewinnen. Auch ihr Alter kam Lilie zugute. Da sie eine junge Lehrerin war, gelang es ihr schnell, eine enge Beziehung zu der Gruppe aufzubauen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie sich schon ihr ganzes Leben lang kannten. Lilie war auch deshalb eine gute Lehrerin, weil sie viel Wert auf Details legte.
So schrieb sie beispielsweise für jeden Schüler eine Karte, in der sie dessen Individualität, Schönheit und besondere Talente hervorhob. Dort lernte Lilie auch Paul Tyson kennen, den Sportlehrer und Assistenten der Schule. Paul wurde 1999 in den Niederlanden geboren und war das einzige Kind von Steph und Esther Tyson, die es zu Wohlstand gebracht hatten. Die Familie zog 2015 nach Australien, als der Vater aus beruflichen Gründen nach Sydney versetzt wurde. Dort kam Paul auf die St. Andrews Cathedral School, wo er sich bald dem Cricket-Team anschloss. Mit der Zeit erlangte Paul den Respekt und die Bewunderung seiner Altersgenossen und wurde schließlich Mannschaftskapitän. Darüber hinaus engagierte er sich aktiv im Schulleben und war an der Planung und Durchführung verschiedener Veranstaltungen beteiligt. Allerdings hatten nicht alle Gleichaltrigen eine gute Meinung von Paul. Einige hielten ihn für ziemlich arrogant und vielen gefiel nicht, wie Paul mit Mädchen umging. Ihrer Meinung nach benahm sich der Junge so, als würde sich jedes Mädchen schon nach den ersten Minuten der Unterhaltung in ihn verlieben. Als Paul 2017 die Highschool abschloss, bot ihm die Schule an, Assistenztrainer der Cricket- und Hockeyteams zu werden. Er nahm das Angebot an und übernahm Anfang 2018 die Leitung dieser Sportabteilungen. In seiner neuen Rolle zeigte er sich engagiert und enthusiastisch, um seine Schüler zu motivieren und zu fördern. Andere Mitarbeiter der Schule beschrieben Paul als einen freundlichen Menschen, der sich den Respekt aller verdient hatte. Unter ungeklärten Umständen kehrte Paul jedoch zu seinen Eltern in die Niederlande zurück. Etwa zur gleichen Zeit beschloss er, einen Masterabschluss im Bereich Sport zu erwerben, um seine Kenntnisse im Trainerwesen zu vertiefen. Nach Abschluss seines Studiums nahm er die Einladung an, Anfang 2020 an die Sportabteilung der St. Andrews School zurückzukehren. Zurück in Australien traf Paul seinen ehemaligen Schul- und Hockeykameraden wieder. Die beiden jungen Männer beschlossen, sich die Kosten zu teilen und zogen gemeinsam in eine Wohnung in Kensington, einem Vorort im Osten von Sydney. Im Rahmen seiner Aufgaben als Trainer musste Paul die Sportmannschaften anderer Trainer nach deren Trainingseinheiten übernehmen, was auch die Kenntnis des Trainingsplans erforderte. Genau das führte Paul zu Lilie. Neben seiner Haupttätigkeit trat Paul dem Eishockeyteam der University of New South Wales bei und unterrichtete an einer anderen Bildungseinrichtung. Trotz dieser vielen Verpflichtungen und der ständigen Gesellschaft anderer Menschen war Paul ein sehr einsamer junger Mann. Genau zu dieser Zeit, am 18. März 2020, erklärte der australische Premierminister Scott Morrison aufgrund der Coronavirus-Pandemie den biologischen Notstand und verhängte eine strenge Quarantäne über das Land. Die Beschränkungen, die alle Lebensbereiche betrafen, ließen Paul nicht nur untätig, sondern isolierten ihn auch von allen menschlichen Kontakten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Paul mit niemandem Kontakt, nicht einmal in der virtuellen Welt. Insgesamt waren es 18 Monate Einsamkeit in einer Stadt, die ihm zwar gut bekannt war, ihm aber unglaublich fremd und leer erschien. Wie bei vielen Menschen auf der Welt beeinflusste die Isolation auch Pauls Beziehung zu anderen Menschen. Mitte 2021, als die Beschränkungen aufgehoben wurden und alles wieder seinen gewohnten Gang nahm, kehrte Paul zu seinen früheren Aufgaben zurück. Sehr schnell fand er zu seinem früheren Ruhm in der Welt des Sports zurück und wurde zu einem wichtigen Spieler der Eishockeymannschaft, dessen Gesicht sogar für die Werbung für Spiele verwendet wurde. Zu diesem Zeitpunkt interessierte sich Paul nicht mehr nur freundschaftlich für Lilie. Es ist jedoch anzumerken, dass Paul nicht nur ihr gegenüber romantisches Interesse zeigte. Einige Schüler hielten ihn für pervers, da er oft mit den Mädchen flirtete, die er trainierte, obwohl er bereits erwachsen war. Später berichteten die Schüler in ihren Aussagen, was Paul genau getan hatte. So schaute er beispielsweise oft in unangebrachter Weise die Mädchen aus der Sportmannschaft an und brachte sie damit in Verlegenheit. Allerdings wussten längst nicht alle von Pauls Handlungen und andere Trainer ahnten überhaupt nichts davon. Im Gegenteil, viele hielten Paul für eine wichtige Persönlichkeit im Sportleben der Orte, an denen er arbeitete, da seine herausragenden Leistungen eine entscheidende Rolle dabei gespielt hatten, dass sie das Finale der Sydney Hockey League erreichten, obwohl sie später in diesem Spiel am 9. September 2023 eine Niederlage erlitten. Einige Tage später fasste Paul endlich den Mut, Lilie um ein Date zu bitten, und sie sagte voller Freude zu, ohne etwas von den Gerüchten und dem schlechten Ruf des jungen Mannes zu wissen. Das erste Date verlief viel besser als erwartet, sodass beide voneinander fasziniert waren und eine leidenschaftliche und stürmische Beziehung begann.
Trotz dieser Leidenschaft blieben sie vorsichtig, vor allem angesichts ihrer Arbeit. So beschlossen sie, ihre Beziehung vor ihren Schülern und Kollegen geheim zu halten. Lilie hielt ihr Versprechen, aber Paul konnte sich nicht zurückhalten und erzählte allen seinen Schülern von ihrer Beziehung. Es war nicht überraschend, dass sich die Gerüchte schnell in der Schule verbreiteten. Anfang Oktober 2023 erfuhr Lilie schließlich, dass Paul ihr Geheimnis ausgeplaudert hatte und fühlte sich betrogen. Für sie war das keine Kleinigkeit, denn die Art und Weise, wie er mit ihren gemeinsamen Ausflügen prahlte, führte dazu, dass Lilie verurteilt wurde. Sie war enttäuscht und beschloss natürlich, die Beziehung zu beenden, da diese Situation deutlich zeigte, dass sie Paul nicht vertrauen konnte. Zu diesem Zeitpunkt waren sie erst seit 5 Wochen zusammen, aber Lilie war fest entschlossen, nicht mit jemandem wie Paul zusammen zu sein. Obwohl er versuchte, sie davon abzubringen und ihr verschiedene Ausreden erzählte, blieb sie unnachgiebig. Das bedeutete definitiv das Ende jeder Annäherung zwischen ihnen. Innerhalb weniger Stunden verwandelte sich Pauls Schmerz über die Trennung in Wut, nicht auf sich selbst, weil er sein Versprechen nicht gehalten hatte, sondern auf Lilie, weil sie ihm nicht vergeben konnte. Die Wut, die Paul empfand, brachte ihn dazu, darüber nachzudenken, wie er dem Mädchen wehtun könnte, und nur wenige Tage später entschloss er sich zu einer schrecklichen Tat. Genau zu diesem Zeitpunkt ging Paul in einen Baumarkt und kaufte das Werkzeug für sein bevorstehendes Verbrechen, einen Hammer. Am 25. Oktober 2023 verließ Lilie ihr Zuhause und machte sich auf den Weg zur Universität. Am Nachmittag kam sie zur Schule, um einen weiteren Arbeitstag mit ihren Schülern zu verbringen. Zur gleichen Zeit mietete Paul ein silberfarbenes Auto und fuhr ebenfalls zur Schule. Bei seiner Ankunft ging er nicht in die Schule, sondern blieb im Auto sitzen und wartete geduldig auf das Ende des Unterrichts. Gegen 7 Uhr abends, als das Wasserballtraining beendet war und die Schüler nach Hause gegangen waren, machte sich Paul endlich mit einem Hammer in der Hand auf den Weg zur Sporthalle der Schule. Dort angekommen, beobachtete er, wie Lilie unter die Dusche ging und folgte ihr lautlos. Alle seine Bewegungen wurden von Überwachungskameras aufgezeichnet, die an den Wänden der Schule angebracht waren. In diesem Raum, als niemand sonst da war, stritten sie sich heftig, und die weiteren Ereignisse verliefen so schnell wie ihre kurze Liebesgeschichte. Paul griff sie an und als sie schrie, holte er den Hammer hervor und tötete Lilie. Nach der Tat wartete Paul eine Stunde, nahm Lilies Handy und Rucksack und verließ das Badezimmer. Pauls Verlassen der Dusche und der Schule wurde ebenfalls von den Überwachungskameras aufgezeichnet. Anschließend fuhr der Täter in das als El Jib bekannte Viertel in einem Vorort von Watson Bay, das für seine Klippen bekannt ist. Nachdem er weggefahren war, kehrte Paul zum 3. Mal zur Schule zurück und wurde erneut von den Überwachungskameras aufgezeichnet. Zur gleichen Zeit versuchten Jamie und Peter wiederholt, ihre Tochter zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. In ihrer Verzweiflung, als sie spürten, dass etwas nicht stimmte, beschlossen sie, die Polizei zu verständigen und eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Die Behörden reagierten sofort auf die Meldung und organisierten eine Suche nach Lilie. Gegen 22 Uhr schrieb Paul eine Nachricht an Lilies Vater von ihrem Handy mit der Bitte, sie ohne weitere Erklärungen von der Schule abzuholen. Es stellt sich die logische Frage, warum hat Paul das getan? Der junge Mann konnte diese Frage jedoch nicht beantworten, und es scheint, dass die Motive und Handlungen eines Verbrechers immer nur ihm selbst klar sind. Eine weitere Stunde später rief der 24-jährige junge Verbrecher anonym den Notdienst an und meldete eine Leiche im Badezimmer der St. Andrews School. Danach fügte er hinzu, dass dieser Fall untersucht werden müsse, und warf dann die Tatwaffe und Lilies Rucksack in einen Mülleimer. Nachdem er den Anruf beendet hatte, fuhr Paul zurück in die Gegend von El Jib, ließ den gemieteten Wagen stehen und starrte von der großen Höhe der Klippe hinunter. Er gab der Versuchung der Leere und dem Schwindelgefühl nach, machte einen Schritt nach vorne und beendete sein Leben. Die Polizei traf nach dem beunruhigenden Anruf nur wenige Minuten vor Mitternacht an der Schule ein. Die menschenleere und stille Schule wirkte in der Dunkelheit unheimlich. Die leeren Flure schufen eine beängstigende Atmosphäre, und alles schrie förmlich, dass innerhalb dieser Mauern etwas Schreckliches geschehen war. Als die Beamten im Turnsaal eine Silhouette auf dem Boden entdeckten, wurde ihnen klar, dass ihre schlimmsten Befürchtungen wahr geworden waren. Lilies Leiche war zu diesem Zeitpunkt bereits kalt, und es war klar, dass ihr nicht mehr geholfen werden konnte.
Aufgrund ihres Zustands konnten die Polizisten die Leiche jedoch zunächst nicht identifizieren. Im Rahmen der Ermittlungen war es die erste Aufgabe der Beamten, die Aufzeichnungen der Überwachungskameras in der Turnhalle zu beschlagnahmen. Anschließend verfolgte das Team einen anonymen Anruf. Die Polizei hoffte, dass der Anrufer ihnen weitere Informationen zu dem Vorfall geben könnte. Nach einigen Meldungen konnten sie zunächst feststellen, dass die Nummer Paul gehörte. Deshalb begannen sie sofort, ihn beharrlich anzurufen. Zu diesem Zeitpunkt betrachteten sie ihn noch nicht als Verdächtigen und wollten lediglich, dass Paul ihnen alles erzählte, was er wusste. Leider nahm Paul die Anrufe nicht entgegen, sodass die Polizei den Standort seines Handys orten musste. So traf die Polizei am frühen Morgen des 26. Oktober 2023 im Stadtteil El Geb ein und sperrte die Umgebung ab. Nach Patrouillen und gründlichen Durchsuchungen wurde ein Hammer gefunden, der fast sofort als Tatwaffe identifiziert werden konnte. Schließlich, gegen 4 Uhr morgens, fanden die Beamten auch Pauls Habseligkeiten. Anschließend baten die Polizeibeamten die Schulleitung, den Unterricht bis zum Abschluss der Ermittlungen auszusetzen. Alle Eltern und Vertreter wurden per SMS darüber informiert, wobei auch auf das schreckliche Verbrechen hingewiesen wurde. Natürlich brach unmittelbar danach Panik in der Gemeinde aus. 2 Stunden später kam eine zweite Nachricht, die die Erwachsenen etwas beruhigte, da die Schulleitung mitteilte, dass es Hinweise darauf gebe, dass das Opfer kein Schüler der Schule sei. Nach einer schlaflosen Nacht voller Sorgen teilten Jamie und Peter jedoch nicht den Optimismus der Menschen. Die gerichtsmedizinische Untersuchung wurde noch am selben Tag durchgeführt und bereits am Donnerstagvormittag erhielten Jamie und Peter die niederschmetternde Nachricht vom grausamen Schicksal ihres ersten Kindes. Innerhalb weniger Minuten füllte sich das Haus der Familie mit Nachbarn und Freunden, die alle bereit waren, ihnen jede erdenkliche Unterstützung zu geben. Auch in der Nachbarschaft drückten die Anwohner ihre Trauer und ihren Respekt für die verstorbene Frau und ihre Familie aus und legten Blumen und Spielsachen nieder. Paul konnte dank Aufnahmen von Überwachungskameras in der Sporthalle identifiziert werden. Danach konnten die Behörden die Beziehung zwischen dem Hauptverdächtigen und dem Opfer analysieren und so ein Motiv für die Tat finden. Da es jedoch keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort gab, begannen die Ermittler, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der junge Mann sich selbst das Leben genommen hatte. Auf jeden Fall wurden Boote und sogar ein Hubschrauber in die Umgebung der Klippe geschickt, wo Pauls Handy gefunden worden war, um bei der Suche nach ihm zu helfen. In seiner Erklärung gab Polizeichef Martin Villmann den Namen des Hauptverdächtigen bekannt und erklärte, dass aufgrund der Art der Verletzungen offensichtlich sei, dass Lilie Opfer eines Mordes geworden sei. Obwohl bestätigt wurde, dass es in der Vergangenheit keine Fälle von häuslicher Gewalt zwischen ihr und Paul gegeben hatte, wurde diese Information mit der klaren Absicht verbreitet, dass sich jeder, der zusätzliche Informationen liefern konnte, an die Behörden wenden sollte. Am frühen Morgen des nächsten Tages, Freitag, dem 27. Oktober 2023, wollte eine Gruppe von Händlern ihren Arbeitstag beginnen. Die Arbeit, um die es hier geht, fand auf einer Baustelle in der Nähe der Spitze einer der Klippen von El Gapa statt. Die Arbeiter mussten jedoch ihre Arbeit fast sofort unterbrechen, weil sie in der Nähe der Felsen von dem schrecklichen Anblick einer im Wasser treibenden Leiche schockiert waren. Sie meldeten ihren Fund sofort der Polizei, die bei ihrer Ankunft das Gebiet von oben absperrte und ein Rettungsteam zur Bergung der Leiche organisierte. Die ungünstigen Wetterbedingungen erschwerten die ohnehin schon schwierige Operation. Erst gegen Mittag gelang es ihnen schließlich, ihre Mission abzuschließen, für die sie die Hilfe eines Hubschraubers benötigten. In den Medien wurde berichtet, dass die Identität des verstorbenen Mannes nicht sofort festgestellt werden konnte, obwohl die Beamten einen Verdacht hatten. In der Zwischenzeit wurden die Überreste zur Obduktion in die Gerichtsmedizin gebracht. Die gesammelten Fingerabdrücke und andere DNA-Spuren wurden zur Überprüfung an die niederländische Botschaft geschickt. Dort wurde der Mann identifiziert: Paul. In ihrem ersten Interview drückte Lilies Familie die unbeschreibliche Trauer über den Verlust ihrer Tochter aus. Anschließend erklärten sie, dass sie trotz allem der Gemeinschaft dankbar seien, die ihnen so dringend benötigte Unterstützung geleistet habe. Die Familie schloss ihre Erklärung mit dem Hinweis, dass die Ermittlungen zu dem Verbrechen noch andauerten und sie daher von weiteren Kommentaren absehen wolle. Zur gleichen Zeit drückten Freunde, Klassenkameraden und Kollegen der jungen Frau in den sozialen Netzwerken ihr Beileid aus.
Vor der Schule organisierten sie eine improvisierte Gedenkstätte für Lilie und legten Blumen und Briefe nieder. Außerdem wurde auf der Website der Mittelschule ein Video veröffentlicht, in dem Lilie den Monolog von Macbeth vorträgt, der ihr so viel Lob und den Sieg in einem großen Wettbewerb eingebracht hatte. Die Schulleiterin Julia McGonagall bedankte sich ebenfalls mit herzlichen Worten für die Liebe und Unterstützung in dieser schweren Zeit. Die Direktorin erzählte, dass Lilie Persönlichkeitsmerkmale und Charaktereigenschaften hatte, die man nicht vergessen kann. Gleichzeitig war es sehr schwer zu ignorieren, dass sich die Tragödie, die Lilie widerfahren ist, innerhalb der Mauern einer Einrichtung ereignet hat, in der sich minderjährige Kinder und Jugendliche sicher fühlen sollten. In diesem Bewusstsein schickte Julia auch einen Brief an die Eltern, in dem sie ihnen versicherte, dass es sich laut Polizei um eine spontane Tat handelte, die sich niemals wiederholen und auch keine Auswirkungen auf die Kinder haben werde. Danach versuchte Direktorin Julia, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die Schrecklichkeit dieser Tat nicht die Schule als Ganzes definiere, und forderte Eltern und Schüler auf, den Unterricht mit neuer Kraft fortzusetzen. Außerdem wurden einige Maßnahmen im Zusammenhang mit den Ereignissen ergriffen. So wurde der Zugang zur Turnhalle für Schüler eingeschränkt, während die Bibliothek in ein psychologisches Beratungszentrum ohne Voranmeldung für diejenigen Schüler umgewandelt wurde, die professionelle Hilfe benötigten, um den Verlust zu verarbeiten. Darüber hinaus forderten viele Menschen, dass das Badezimmer und der angrenzende Raum, in dem sich die Tat ereignet hatte, abgerissen werden sollten. Am 3. November 2023 kam die Schulleitung schließlich dem Wunsch der Öffentlichkeit nach. Inmitten der Ermittlungen und der Trauer kontaktierte eine bekannte lokale Zeitung Tim Watson Munro, einen erfahrenen Kriminalpsychologen und Experten für Strafrecht. Sie interviewten ihn, damit Munro den Menschen erzählen konnte, was passiert war, und das Ausmaß der Tragödie verdeutlichte. Auf die Frage der Journalisten, ob Paul sich bewusst war, welches Verbrechen er begangen hatte und welche Folgen dies haben würde, erklärte Tim, dass die Handlungen des Täters typisch für Menschen mit einem labilen Ego seien, die nicht in der Lage seien, Ablehnung zu akzeptieren. Tim fügte jedoch hinzu, dass Pauls Verhalten nicht einfach das eines verärgerten oder gekränkten Menschen war, sondern das eines Menschen, der gezielt Schaden anrichten wollte. Seiner Meinung nach beging Paul diese Tat nicht in einem Anfall von Emotionen, was angesichts der Grausamkeit, mit der er Lilies Familie behandelte, indem er ihnen eine Nachricht von ihrem Handy schickte und sie bat, sie zu suchen, offensichtlich war. Ein weiterer wichtiger Punkt war laut dem Experten die Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, als Paul die Polizei über Lilies Tod informierte, und seinem anschließenden Sprung von der Klippe. Tim vermutete, dass Paul damit seinen Ungehorsam gegenüber den Behörden demonstrieren und einer gerechten Strafe entgehen wollte. Insgesamt beschrieb Tim Paul als narzisstischen Menschen mit psychopathischen Neigungen. Steph und Esther beschlossen ihrerseits, die sterblichen Überreste ihres Sohnes nicht in ihre Heimat zu überführen. Stattdessen beschlossen sie, ihn einäschern zu lassen und seine Asche am Strand von Sydney zu verstreuen. Die Beerdigung von Lilie fand am 17. November 2023 in der englischen Mädchenschule statt, die sie besucht hatte. Die Trauerfeier wurde live auf dem Gelände der St. Andrews School übertragen und vereinte Schüler und Lehrer in unbeschreiblicher Trauer. An der Beerdigung nahmen etwa 500 Menschen teil. Alle Verwandten und Freunde von Lilie baten darum, sich in bunten Farben zu kleiden und ebenso bunte Blumen mitzubringen, denn genau das hätte Lilie gewollt. In diesem emotionalsten Moment des Tages sprach Jamie aufrichtige Worte zu seiner geliebten Tochter und allen, die Kinder hatten. Am Mittag traf der Leichenwagen ein, um den weißen Sarg abzuholen, und während er davonfuhr, umarmten sich Lilies Freunde und Familie und vergossen Tränen, um sich von Lilie zu verabschieden. Jamie und Peter sagten ein letztes Mal, dass sie jeden Tag, den sie mit ihrer Tochter verbracht hatten, in Erinnerung behalten würden. Lilies Großmutter Barbara fand nach langer Zeit ebenfalls die Kraft, einige warme Worte über ihre Enkelin zu sagen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.